Hi, ich bin Aaron und ich setze mich für Klimaschutz ein und dafür, dass es allen Menschen gut geht. Und das möchte ich in Zukunft auch mal beruflich machen. Angefangen hat es ja quasi nur so 2019 umeinander, vor Corona, bei den Fridays for Future. Ich bin da ein bisschen in das Schulschwänzer-Vorurteil reingerutscht. Ich bin jetzt nicht bei jeder Demo dabei gewesen, aber ab und zu bin ich gegangen. Beim ersten weltweiten Klimastreik in Linz war ich auch dabei. Das weiß ich nur, da hat es geregnet. Und dann ist Corona gekommen, dann bin ich eine Zeit lang ein wenig weggegangen gewesen von dem Spaß und dann irgendwie die Schule dazwischen, da ist alles irgendwie nicht so ein grauer Blob. Und dann ist der Klimarat gekommen und für den bin ich ausgewählt worden und dann war eigentlich schon ziemlich fix, okay, in der Bubble bleibe ich jetzt auf jeden Fall und für das werde ich mich weiter einsetzen. Der Klimarat ist eine von den Kernforderungen vom Klimavolksbegehren gewesen, also dass man BürgerInnen mehr bei der Gesetzesgebung für Klimaschutz mit einbezieht. Und dann ist über die Statistik Austria sind 100 Österreicherinnen und Österreicher ausgewählt worden, die quasi ein Mini-Österreich abbilden sollen. Und die haben mit wissenschaftlicher Unterstützung und ja, mit dem wissenschaftlichen Beirat, der dort dabei war, haben sie Empfehlungen für Maßnahmen für Klimaschutz in Österreich ausgearbeitet. Und man muss dazu sagen, es waren Empfehlungen für Maßnahmen, weil die Maßnahmen und Empfehlungen haben keine Mandate nicht gehabt. Hätten es vielleicht haben sollen, vielleicht war dann ein wenig mehr draus geworden. Ich bin irgendwie einfach am Anfang bei den Fridays bin ich ein bisschen reingerutscht. Dann ist eben lang nichts gewesen und dann war ich im Klimarat und auf einmal war es nur mehr so und dann habe ich es gar nicht mehr gewusst, wie es anders war. Also ich war auf jeden Fall viel mehr an Klima interessiert. Ich habe dann die tollen Möglichkeiten gehabt, dass ich mich in Oberösterreich, in Linz mit verschiedenen Klimaschutzorganisationen vernetzen können habe und Kontakte knüpfen können habe und dass ich quasi auch jetzt, wo der Klimarat per se, der offizielle, schon eigentlich Geschichte fast ist, dass ich in der Bubble ein bisschen, aber auch in dem Bereich, dass ich weiter mich engagieren kann und weiter aktiv sein kann. Klimaschutz als Rolle in der Berufswahl. Naja, ich habe ursprünglich eine andere Ausbildung angefangen, die habe ich dann beendet. Ich hätte dann auch gemeint, ich fange sie wieder an, aber aus dem ist dann nichts geworden. Dann bin ich ein bisschen in der Luft gehängt und war nicht so sicher, so was möchte ich jetzt machen und was kann ich überhaupt machen. Und in der Zeit habe ich immer wieder Veranstaltungen, die sich mit Klimaschutz beschäftigt haben, besucht, ein paar Demos dabei gewesen. Und irgendwann ist für mich festgestanden, hey, eigentlich möchte ich in dem Bereich aktiv bleiben und im Idealfall das auch mit Beruf verbinden. Und dann habe ich mir ein bisschen umgeschaut, okay, in Linz an der Kepler-Uni Sozialwirtschaft, weil ich wollte in Linz bleiben. Und ja, okay, machen wir mal und schauen wir, was dann passiert. Ich habe ja weiterhin Kontakte zu den Organisationen in Oberösterreich und bin ja immer nur bei Veranstaltungen dabei. Also nur weil ich jetzt auf der Uni bin, hat das nicht sofort aufgehört. Im Gegenteil, es ist, glaube ich, sogar noch mehr geworden, weil ich ja jetzt auch mit dem Studentenwohnheim in Linz bin. Vorstellungen vom wie der Beruf ist, den ich nach der Uni dann habe. Wow. Ich hoffe, dass er mir Spaß macht. Ich hoffe, dass ich das Gefühl habe, dass ich was Sinnvolles mache. Und ich hoffe, dass ich mit vielen anderen motivierten Leuten zusammenarbeiten kann. Weil das ist was, das habe ich auch gemerkt. Wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, die auch motiviert sind, dann hilft mir das noch gleich viel eher, wenn ich mal wieder in einem bisschen am Tief lande und auf einmal wieder alles schwarz sehe. Das sind eigentlich schon, das wären die Minimumanforderungen. Über alles andere, wenn man echt noch keine Gedanken macht. Ich meine, ich verstehe es schon, dass man, wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat, dass man doch bei dem bleiben muss, was möglich ist. Aber wenn es irgendwie geht, dass man sich für das einsetzt, was einem wichtig ist, weil es einem wichtig ist, dann hilft eigentlich nur dranbleiben und an sich selbst glauben, wenn es kein anderer nicht tut. Im Idealfall hast du andere Leute, die an sich selbst glauben. Und auch mal um Hilfe fragen, wenn du dich nicht auskennst, wenn du nicht weißt, wohin mit dir. Es wird ja nichts passieren. Und wenn du schon wirklich überhaupt keine Motivation hast, mach es einfach nur out of spite, weil irgendwer gesagt hat, du kannst das nicht machen.
Ich und Politik? Ich sage einmal so, überlegt habe ich schon, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn ich einigermaßen nicht durchtragen will, dann muss ich der Politik, dem Amt als Politiker fernbleiben. Weil wenn ich mir das so anschaue, was man als Politikerin so machen muss, mit welchen Menschen dass man sich zum Teil einfach auseinandersetzen muss, weil man einfach keine Wahl nicht hat, dann denke ich mir, nein, da bin ich im aktivistischen Bereich sicher besser aufgehoben. Und das möchte ich dann eben auch beruflich verbinden. Also beruflich im aktivistischen Bereich unterwegs sein, das wär Wahnsinn, wenn das geht.